Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Wall Street Story TV. Auch heute wieder an meiner Seite Dominik Abi. Es ist mir eine Ehre. Sehr cool. Und wir werden heute mit dem Video fortfahren, warum erfolgreiche Trader Coachings oder Kurse verkaufen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, die sehr, sehr viele Leute vorher in ihrem Kopf haben. Und deswegen wollen wir genau heute darauf eingehen und natürlich auch anhand unseres Beispiels mal so erläutern, was der Hintergrund dessen war und wie das Ganze oder warum wir das Ganze überhaupt machen. Zunächst einmal, und dann gebe ich auch direkt den Ball an dich weiter, möchte ich kurz darauf eingehen, dass wir grundsätzlich unterscheiden müssen zwischen Trader, der Trader sein möchte, und Trader, der bereits Trader ist. Das heißt, generell ist in meinem Empfinden oder sollte die Erlaubnis, es ist leider ein extrem unregulierter Markt, sollte die Erlaubnis für ein Coaching erst da sein, wenn du wirklich mit dem, was du präsentierst, mit dem, was du beibringen möchtest, in dem Falle Leute ans Trading zu führen, du solltest erst die Erlaubnis haben, das durchzuziehen, wenn du damit in der Lage bist, bereits seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt jetzt nicht, dass du schon 10, 20 oder 100.000 Euro im Monat damit verdienen musst oder solltest, sondern wenn du bereits deine 2.000, 3.000 Euro netto im Monat damit verdienst und damit deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, meiner Meinung nach hast du dann eine Vorbildfunktion, weil du bist in einem extrem schwierigen Markt erfolgreich geworden und ab da an ist es nur eine Skalierungssache. Das bedeutet, und da komme ich direkt noch kurz auf den letzten Punkt zu sprechen, bevor ich weitergebe, das bedeutet, warum war es jetzt zum Beispiel in unserer Intention, das Ganze zu machen, weil wir erstens mit einem guten Gewissen dran gegangen sind und ich in der Lage war oder wir in der Lage waren, bereits unseren Lebensunterhalt durch Trading zu finanzieren und dann unseren Skill genommen haben, den nach außen präsentiert haben und man muss ganz klar sagen, das ist auch verdammt viel Arbeit. Es ist nicht einfach so, ich mache mal einen Videokurs mit 100 Stunden und der hat mich 100 Stunden gekostet, sondern im Gegenteil, das erstmal Ganze nicht zu skripten, aber sich die Gedanken darüber zu machen, einen roten Faden zu finden, dann nimmst du ein Video auf und es gefällt dir selbst nicht, weil du vielleicht noch nicht so viel vor der Kamera gesprochen hast. Das heißt, in einem Videokurs von 100 Stunden stecken vielleicht 500 Stunden an Arbeit, weil du dann natürlich auch das Backend bauen musst, alle Connections machen musst von einem Payment Provider und so weiter. Das heißt, es ist grundsätzlich nicht einfach, aber das ist halt für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Du solltest erst damit starten, wenn du wirklich eine Vorbildfunktion hast, wenn du in der Lage bist, davon zu leben. Und dann habe ich persönlich das Ganze einfach genutzt, um in die Skalierung reinzugehen. Denn ganz wichtig, im Trading verdienen wir Geld mit Geld. Das heißt, je mehr Geld du zur Verfügung hast, desto mehr kannst du auch durch deinen Skill verdienen bei gleichbleibendem Risikomanagement. Und das war so ein bisschen der Hintergrund dessen, habe aber natürlich darüber hinaus noch ein paar Punkte. Bevor wir darauf eingehen, gerne den Ball zu dir. Gerne, klar. Also ich spreche jetzt einfach mal wirklich so aus dem Nähkästchen, weil mir das halt auch wichtig ist, weil ich halt zwiegespalten bin zwischen, oder anders formuliert, ich kann das von beiden Seiten komplett verstehen, weil häufig ist es ja eine Sache der Skepsis, zu sagen, ey, wenn du ein erfolgreicher Trader bist, warum verkaufst du dann Kurse? Und da muss ich ganz klar sagen, Leute, aus Leidenschaft, weil es halt auch Bock machen kann. Und wenn du für das Thema Trading brennst, dann hast du die Möglichkeit, diese Flamme durch einen Funken bei jemand anderes zu entfachen. Und ich kann dir eine Sache sagen, Coaching oder Kurse verkaufen, klingt immer so schön und gut. Du musst aber wirklich erstmal Punkt 1 überhaupt dir dieses Standing aufbauen. Und wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir zu einem generell von einem schwierigen Marktumfeld, weil du gerade im Trading halt auch emotional eine hohe Belastungsgrenze haben musst. Dann musst du das quasi, diesen Skill, den du dir aufgebaut hast, dann musst du den auch noch irgendwie versuchen, jemand anderem nahezubringen. Das ist im Trading bock schwierig, weil einige Dinge kommen mehr oder weniger dann auch in deine Intuition, in dein Bauchgefühl und du musst Menschen das irgendwie vorbereiten, dass sie mit einem systematischen Ansatz das nachvollziehen können. Das heißt, allein schon auch dieser Coaching-Prozess, der ist einfach relativ komplex. Das andere ist halt auch einfach, dass quasi du, wenn du Kurse verkaufst, natürlich auch einer gewissen Belastung ausgesetzt bist, vor allem auch diesem sozialen Druck, weil wenn jemand zu dir kommt und von dir lernen möchte und merkt, es ist absolute Katastrophe und das bringt gar nichts, wird diese Person unglücklich sein und ich persönlich glaube an Karma, du kannst so viel Werbung schalten, wie du möchtest, du wirst deine Kurse nicht lange verkaufen können, weil die Leute unglaublich unzufrieden und unglücklich sind. Für mich persönlich ist bei der Sache
Coaching verkaufen, vor allem im Trading-Bereich, eine Sache ganz wichtig, und zwar die klare Formulierung. Das hatten wir in einem anderen Video auch schon besprochen, wo es Richtung Network Marketing ging. Ich kann deinen Ansatz komplett verstehen, dass du sagst, du musst deinen Lebensunterhalt davon bestreiten können. Ich würde sogar sagen, es muss noch nicht mal so weit sein, aber verkaufe den Menschen nicht die Katze im Sack. Und da sind wir leider wieder bei dem Ding, wo wir immer drüber sprechen, weil die Sache ist halt einfach, es ist heute einfach der Zahn der Zeit zu sagen, guck mal, wie schön ich bin, wie reich ich bin, was ich alles habe, was für ein geiles Leben ich habe, und dabei sind das die gebrochensten Menschen überhaupt im Hintergrund. Und viele Dinge, ich will nicht alles pauschalisieren, aber viele Menschen gaukeln etwas vor, und das, was sie vielleicht selber noch nicht mal haben, nutzen sie, um Menschen zu beeindrucken, die denen eigentlich völlig egal sind, um von denen die Kohle zu bekommen. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Trader nicht seinen Lebensunterhalt mit Trading verdient, aber halt sagt, schau mal, so kann ich mir 300, 400 Euro im Monat nebenbei verdienen. Aber deswegen sage ich dir auch nicht, ich bin der Übertrader und bin der Allergeilste und nehme mir erst recht nicht heraus, andere Leute schlecht zu reden, weil das ist gerade in der Trading-Szene so ekelhaft, dass so viele Traderinnen und Trader eine Arroganz aufgebaut haben, weil sie denken, das zieht krass, und wenn man andere Leute belächelt oder schlecht redet, dann steht man automatisch besser da, und durch diese Internet-Anonymität, durch diese Barriere, die man dann häufig hat, fällt einem das noch leichter, weil dann kann man einfach gegen andere Leute fronten, anstatt man einfach denkt, die Trading-Szene oder generell das Trading ist hart genug. Versucht euch doch gegenseitig zu unterstützen. Und wenn jemand zu uns kommt und sagt, pass auf, was hältst du von Coaching XY? Das haben wir auch. Es fragen mich Leute, guck mal, ich habe so und so viel Kapital, entweder eure Ausbildung oder die da und da. Und dann sage ich mal, pass auf, wenn du im Zwiespalt bist, schreib dir positive und negative Punkte auf und entscheide dich dafür, was dein Herz dir sagt. Weil was ist im schlimmsten Fall? Das Geld kannst du dir wieder verdienen, die Zeit nicht. Was bedeutet, in der Zeit kannst du wichtige Dinge lernen. Entweder du lernst, dass du in einer anderen Trading-Community sehr gut aufgehoben bist und vorankommst, oder du lernst, dass es keine geile Erfahrung war und hast daraufhin aufbauend Kriterien, wo du sagst, da achte ich vielleicht bei einem anderen Coaching, was ich machen möchte. Und unser Ziel, Leute, unser Ziel ist es, und je weiter wir voranschreiten, desto wichtiger ist es auch für uns geworden, dass die Leute, die in das Trading-Business einsteigen, dass die erfolgreich werden. Weil je korrekter, guck mal, ich sage dir ganz ehrlich, wenn Leute zu uns kommen und sagen, entweder ich kaufe deinen Kurs oder, keine Ahnung, ich mache irgendwas anderes, Hauptsache ich werde erfolgreich, dann denke ich mir, mach das, und egal wo du bist, du machst es richtig und gut. Dann habe ich lieber 1.000 Euro weniger in der Tasche, weil ein Kursverkauf fehlt. Dann kommt die Person aber und ich bin in einem guten Gedächtnis. Was macht die Person, wenn irgendwie mal was kommt? Ich sage jetzt einfach, dann kommt sie zu uns und sagt, auf welcher Plattform handelt ihr? Und dann sage ich, ja, hier die Krypto-Plattform BitGet von mir aus. Und dann sagt die Person, ja, dann gib mir mal deinen Affiliate-Link. Und dann tradet die Person erfolgreich mit meinem Affiliate-Link und ich kriege es doppelt und dreifach wieder. Und sowas nennt man Gesetz der Anziehung bzw. Karma. Und das machen wir seit Jahren, weil wir halt einfach Punkt 1, ganz klar sagen, Trading, Verkaufen, Coaching, das sind unterschiedliche Paar Schuhe, sollte aber im besten Fall irgendwie eine Kombination ergeben. Und das Wichtigste ist, dass du im Trading vorankommst. Und wer dir das nicht gönnt und wer dir sagt, nur bei uns kannst du erfolgreich werden und nur mit mir und die anderen sind alle blöd und das ist doch fake und das ist doch scheiße, das funktioniert meistens nicht. Aber dann spiele ich den Ball wieder zurück. Aber das Wichtige ist halt auch einfach, dass halt irgendwo eine klare Formulierung vorliegen muss. Ich bin das und das, ich bin da und da im Trading. Wenn du meiner Discord-Gruppe beitreten möchtest, dann zahlst du halt nur einen Fuffi und nicht 5.000 Euro. Dafür zeige ich dir die Skills, die es mir ermöglicht haben, dies und das zu machen. Und dafür machen wir ja halt auch Copy-Trading, um halt einfach von uns aus eine gewisse Transparenz in der Performance anzubieten, aber halt auch entsprechend durch Signalgruppen, durch generell Trades, durch Live-Tradings und so weiter. Das ist ein wichtiger Punkt. Da muss diese Transparenz her. Und das ist halt der wichtige Punkt. Ja, 100%, auf jeden Fall. Ich muss eine Sache noch vorwegnehmen. Tatsächlich, als wir damals so ein bisschen gestartet haben, das war ja nicht, dass wir gesagt haben, boah, wir machen jetzt die Wall Street Story und wir steigen ins Coaching-Business ein. Das war ja gar nicht die Intention. Das heißt, wenn mir jemand gesagt hätte, bevor ich nach Dubai gekommen bin, ey, du gehst jetzt nach Dubai und du wirst Coach, ich hätte in sowas von ausgelacht, weil ich war eigentlich gar nicht ready dafür und ich wollte da auch gar nicht rein. Ich bin dann Gott sei Dank da reingewachsen, weil bei uns war es im Endeffekt so, wir haben erstmal mit 2 Leuten kostenlos gestartet, aus Leidenschaft zum Trading. Und wir haben gesagt, genau die einzige Prämisse, die diese beiden Personen erfüllen sollten, war,
dokumentiere ehrlich deinen Erfolg auf Instagram. Das waren 2 Leute. Ja? Safe. Andres und Stefan. 100%. Und daraufhin haben wir natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und dann sind Anfragen reingekommen, woraufhin wir uns entschieden haben, alles klar, wir können es ja vielleicht doch mal in ein Coaching-Produkt oder in so einen Online-Kurs mit reinpacken und daraus ist das Ganze erst entstanden. Damals muss man ganz klar sagen, du natürlich absolut in der Front, weil du schon durch deine Vorerfahrung schon deutlich sicherer vor der Kamera warst. Das war bei mir ja noch gar nicht so gegeben, aber ich bin halt unfassbar reingewachsen und bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich sage, alles im Leben macht sowieso seinen Sinn. Das war ganz genau so vorgeschrieben, das war Schicksal, wie du es auch immer nennen möchtest. Und es ist eine extreme Leidenschaft auch fürs Coaching entstanden und dahingehend, dadurch, dass man auch finanziell Fortschritte gemacht hat, nicht nur über das Coaching, aber durch die Skalierung, die ich angesprochen habe, die man dann wiederum mit seinem eigenen Trading sage ich mal, verbunden hat, um dort noch mehr Geld zu verdienen. Dann natürlich auch die Community genutzt in Form von Copy Trading. Auch das war eine Skalierung, alles drum und dran. Aber das ist, also das war erstmal der erste Grund, aber danach ist es bei mir komplett umgeschwappt, dass ich sage, alles klar, ich bin jetzt so weit, genau da, wo ich sein möchte und bin natürlich noch nie am Ziel. Ich werde nie am Ziel ankommen, das ist aber auch gut so, weil ich immer mir neue Ziele setze. Aber jetzt ist es vor allem, ich möchte etwas zurückgeben und das hört sich immer so an, das sagt jeder da draußen. Ja, ich möchte einfach nur was zurückgeben und alles drum und dran und alles ist mir egal. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist immer absoluter Bullshit, weil jeder, wenn ich sagen würde, alles klar, wenn ich auch nur was zurückgeben möchte, ja, dann mach deinen Kurs doch umsonst. Stell doch die Masterclass umsonst rein. Erstens steckt da verdammt viel Arbeit drin. Zweitens ist es so, dass die Leute das nicht wertschätzen würden. Und ich möchte mich natürlich auch dafür entlohnen. Ich würde lügen, wenn ich sage, ey, wir machen das rein aus Zurückgeben. Aber es ist auf jeden Fall eine hohe Intention mit reingekommen, dass ich sage, ey, ich möchte tatsächlich etwas zurückgeben, weil ich mittlerweile meine finanziellen Ziele, wo ich mich in meinem Leben früher noch gesehen habe, deutlich übertroffen habe mit all dem, was wir heute aufgebaut haben. Deswegen ist es bei mir zumindest oder bei uns, kann ich ja auch für dich sprechen, 100% so, dass wir gesagt haben, wir wissen, was da draußen in der Szene abgeht. Wir wollen es anders machen, wir wollen es besser machen, wir wollen es so machen, dass wir die höchste Erfolgsquote liefern. Auch das können wir natürlich nicht machen, weil statistisch gesehen liegt die Erfolgsquote bei 3%. Wenn wir die Möglichkeit haben, die auf 10% anzuheben, dann hast du die Möglichkeit mit der Wall Street Story dreimal oder die Wahrscheinlichkeit ist 3-mal höher, dass du es mit uns schaffst. Und das ist schon ein Erfolg für mich, weil 100%. Ich weiß, es kann nicht jeder schaffen, weil in der Theorie ja, in der Praxis leider nicht, weil die Leute einfach viel zu früh aufgeben und nicht die Zeit reinstecken, die es benötigt. Aber da schweife ich schon ein bisschen zu weit ab. Das wollte ich einfach nochmal mitgeteilt haben, was so die Hintergründe dessen waren. Und heutzutage ist es einfach nur pure Leidenschaft. Ich liebe genau das, was ich mache und das sage ich auch nicht nur so, denn wie ich schon sagte, wir sind in einer finanziell geilen Situation. Wir müssten gar nichts mehr machen. Wir haben unsere Immobilien und wir können heute alle stehen und liegen lassen. Warum machen wir das Ganze weiter? Sicherlich nicht um die nächste Million zu erreichen, sondern wirklich um etwas zurückzugeben. Das ist ein anderes Feuer, was brennt. Und das kann man sich, glaube ich, erst vorstellen, wenn man wirklich auch in dem Prozess ist und diesen Prozess liebt. Und ich fand das ganz, ganz wichtig, was du auch gesagt hast. Guck mal, vielleicht wissen das einige, vielleicht andere nicht. Wir haben damals halt als wir dann die ersten Personen aufgenommen haben ins Coaching, haben wir fast jeden Tag einen Live-Call gemacht. Und dann hatten wir halt die Zeit, wo wir beispielsweise dann auch gesagt haben, okay, wir haben jetzt andere Verpflichtungen oder wir müssen auch andere Sachen machen. Das war der Ursprung, wo wir Videos aufgenommen haben, damit unsere Jungs, das waren damals eine reine Männertruppe, in der Zeit, wo wir nicht den Call machen können, Videos haben, damit die auch was machen können, damit wir uns halt auch ein bisschen Freizeit nehmen. Und dadurch sind diese Videos entstanden, teilweise auch noch in schlechter Qualität, die jetzt vor kurzem sogar erst aus der Masterclass dann ersetzt wurden. Aber dann hat sich das quasi so entwickelt. Wir haben dann damit auch, die Masterclass hat damals 1.000 € gekostet. Ja, und wir haben da halt immer und immer mehr Arbeit reingesteckt. Und die Sache ist halt einfach, bezüglich des Kostenfaktors, Punkt 1, die Sache ist halt, sagen wir mal, wir setzen uns da hin und wir nehmen ein Video auf, 20 Minuten Video. Dann wäre die oberflächliche Frage, wie viel Zeit kostet dich so ein Video? Dann könnte man oberflächlich denken, ja 20 Minuten plus Schneiden plus Hochladen und so weiter, also 30 Minuten. Wie viel kostet dich das Video aber eigentlich wirklich? Und ich kann dir sagen, 13 Jahre. Mich hat dieses Video 13 Jahre gekostet, weil ich mir diesen Skill aufbauen musste, damit ich es in 20 Minuten auf den Punkt bringen kann. Mega. Und auch da, du darfst dich halt nicht begrenzen, du musst wachsen. Was bedeutet, wir sind auch jetzt andere Coaches und ich mag das Wort mittlerweile auch nicht mehr, weil es halt einen negativen Beigeschmack hat, aber wir sind
wir sind auf einem anderen Level, was auch die Erfahrung halt anbelangt, weil dadurch, dass wir sehen, was Leute für Fehler machen und was wir Menschen mitgeben und was bei Menschen, die auf dem Weg zum Trader sind oder zur Traderin sind, besser anschlägt und schlechter anschlägt, entwickeln wir das Ganze weiter. Und das ist, was bei uns hinter einer Paywall steckt. Und ich glaube, ohne jetzt irgendwie was Blödes sagen zu wollen, aber wir haben unser Standing in der Trading-Szene bewiesen. Du kannst uns mögen, du kannst uns nicht mögen, du kannst auch sagen, ja, hier und da. Wir haben einen Teil unseres Vermögens, wenn ich das so nennen darf, durch Coaching und durch Affiliate aufgebaut. Ich sage aber auch da, das würde nicht 5 Jahre funktionieren, wenn du dir nicht den verdammten Hintern dafür aufreißen würdest und wenn du nicht irgendwo Leistung zeigen würdest. Ich muss aber sagen, dass bei uns der Teil, wenn ich jetzt prozentual, ich habe jetzt gerade nur mal kurz im Kopf überschlagen, war jetzt bei uns alles ungeskriptet, wir schreiben hier ein paar Punkte auf, nicht einmal 20% von all dem, was wir haben, nicht einmal, ich glaube sogar noch weiter drunter, vielleicht so Richtung 15% von all dem, was wir heute haben wir wirklich durch Coaching verdient. Das muss man sich mal wegtun. Das heißt, alle Leute sagen so, ja, du fährst den Lambo, du fährst den Ferrari, alles durch Coaching finanziert. Bro, wenn die wüssten, was Wenn die wüssten, alleine deine 2 Lambos und mein Ferrari, das wäre all unser Kapital, mehr oder weniger, was wir mit Coaching gemacht haben. Die Zahl ist bei weitem nicht mal annähernd so groß, aber das vielleicht auch, muss ich noch mal kurz loswerden. Ja, gut, das normal. Passt, ich, normal. Vielleicht kann man halt auch dazu sagen, also wie gesagt, das soll jetzt keine super Werbung hier sein, aber wir haben halt nie Werbung geschaltet, weil ich verurteile das nicht und sowas ist auch eine Möglichkeit, aber wir haben halt immer gesagt, wenn jemand bei uns lernen will, dann soll es aus eigener Überzeugung sein, dann soll es durch Leistung sein und dann halt wirklich auch durch Mund-zu-Mund Propaganda, also durch Mund-zu-Mund Weiterempfehlungen. Und das hat sich für uns einfach am besten bewährt und deswegen... Hat sich auch gut angefühlt. Ja, unsere Videos, zum Beispiel auch auf YouTube, die sind nicht so geisteskrank professionell, die sind nicht crazy, wir machen keine ganz verrückten Sachen und sowas, sondern wir zeigen den Leuten, indem wir immer und immer wieder da sind, wie wir das machen, warum wir das machen, auch nachdem meine Prognose oder meine Analyse in einem Live-Trading oder in einem Video daneben gegangen ist, mache ich weiter. Und das zeigt, dass ich nicht nur das Vertrauen in mich und meinen Skill habe, sondern das Vertrauen auch in Trading habe. Und dadurch kannst du Vertrauen halt bei den Menschen aufbauen. Ja. Und das ist halt einfach so der Punkt, man muss das Ganze in Relation sehen. Deswegen klar, Coaching zu verkaufen, wenn du selber noch nicht irgendwie sich vernünftig weiterentwickelt hast, das ist Blödsinn. Und die meisten Menschen nutzen das natürlich, um schnell Geld zu machen. Und die meisten Menschen nutzen das aber in einer Unsicherheit. Wenn du andere Menschen schlecht machst und sagst, bei denen und hier und da du musst bei mir lernen, oh, mein interner Kreis, oh, krass, ach, hups, schon wieder jemanden gefundet, oh, heute 10.000 verdient und du musst jemand anderes dabei schlecht reden, dann ist das nicht nur ein schwacher Charakterzug, dann bist du verdammt nochmal unsicher. Weil das müsstest du nicht machen, wenn du auch durch Trading deine Finanzen aufpolieren kannst. Und deswegen, nicht nur deswegen, aber auch sagen wir ganz klar, wenn du bei uns nicht lernen möchtest, dann ist das in Ordnung. So, dann kannst du bei jemand anderes lernen, weil wir nicht dankbarerweise darauf angewiesen sind. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht trotzdem eine erfüllende Tätigkeit sein kann, dass es nicht geil sein kann. Und vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, Punkt 1, wir haben eine Menge Geld, eine Menge Zeit in die Märkte gesteckt, um uns diesen Skill aufzubauen. Vielleicht, ja, andere Menschen, andere Coaches haben vielleicht irgendwo anders ein Coaching gemacht und das Geld aufgebracht. Das heißt, um bestimmte Qualitäten zu erlernen, musste Zeit und Energie reingepumpt werden. Warum musst du... Und Geld. Und Geld, genau. Warum musst du 5 Jahre, 10 Jahre oder jetzt in unserem Fall 8 oder 9 Jahre und 13 Jahre, warum musst du die quasi in deinem Leben aufwenden, um einen Skill aufzubauen, damit du den dann Charity for free geben kannst. Und das ist ein Gedankengang, den fühle ich nicht, weil wenn es um Wertschätzung geht, dann kannst du auch sagen, dann ist mir das wert, deine Zeit und deine Energie, weil die Leute denken sich immer, wir besprechen, wie zum Beispiel eine Trendlinie einfach einen datenverarbeitungstechnischen Ansatz haben kann. Und das hat noch nie jemand, vor allem auch nicht im deutschen Space, überhaupt mal ein Wort darüber erwähnt. Woher kommt das? Glaubt man steht morgens auf und ach, das fällt mir ein und jetzt will ich das vermarkten. Junge, da steckt Arbeit hinter, die für die meisten Menschen nicht vorstellbar ist. Da stecken Nerven hinter, du musst da Zeit reinstecken, du musst halt auch deine Trades darauf aufbauen und überhaupt zu gucken, ist das ein valider statistischer Ansatz? Und das sehen Menschen nicht. Deswegen, I get you. Coaching-Szene, vor allem im Trading, ist eine dreckige Geschichte und wahrscheinlich sind auch 95% der Leute dreckig, aber es gibt Menschen, die das aus einer vernünftigen Intention machen und einfach ihre Zeit gewertschätzt haben wollen.
Punkt aus Ende. Safe. Ein letzter Punkt, den habe ich mir jetzt gerade noch aufgeschrieben. Und zwar, was bei mir persönlich jetzt auch nochmal so das Durchhaltevermögen gibt, weiterzumachen, ist halt, ich habe mich unfassbar selber stark weiterentwickelt. Dadurch, sagen wir einfach mal, der Professor in der Uni, der lehrt mehr oder weniger im Jahresrhythmus immer und immer wieder das Gleiche. Das heißt, er ist in dem, was er lehrt, der absolute Experte. Und genauso war es mehr oder weniger bei mir oder auch bei uns so gewesen. Das heißt, wann immer ich mache jetzt ein Live-Trading, jetzt in der Zeit in Workshops drin, wann immer ich einen Workshop mache, muss ich mir vorher Gedanken machen, was erzähle ich dort eigentlich, und muss mich vielleicht davor sogar noch mal intensiv, oder jetzt mittlerweile nicht mehr, aber damals habe ich mich so richtig intensiv mit der Materie beschäftigt, damit ich auch ja nichts vergesse und dass es so geil und so kompakt wie möglich wird, eben das, was du gesagt hast. Und das ist für mich jetzt einfach noch mal so ein weiterer Punkt, dass ich sage, ich möchte weitermachen. Erstens helfe ich anderen dadurch, zweitens geht es mir dadurch auch finanziell nicht schlecht und drittens wachse ich einfach jeden Tag 100%. mit diesem Coaching, mit den ganzen Teilnehmern gemeinsam. Jo, ich glaube, in dem Sinne, haben wir alles genannt. Würde ich auch sagen. Wollten einfach nur noch mal einen kurzen Sneak Peek geben, wie wir dazu stehen, weil es ist definitiv berechtigt. Wir wollten einfach unsere Erfahrungen teilen und warum wir das Ganze machen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Hinterlass uns gerne ein kurzes Kommentar, wenn ja, ein Like nach oben, wenn ja, die Glocke an, wenn ja, und egal was, dann ja. Dein David. Dein Dominik, vielen Dank für den Support. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao.